Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sportstick. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe die letzten Monate bereits Videos zu den Apple Watch Apps Athletic und Superset, die jetzt Bevel heißt, gemacht. Diese zielen darauf ab, Trainingsanalyse, Stressmessung und Schlafanalyse auf die Apple Watch zu bringen, um dem Sportler dabei zu helfen, intelligente Entscheidungen beim Training zu treffen. Eine Sache wurde jedoch immer wieder erwähnt. Eine Body Battery wäre jetzt noch toll. Nach Monaten ist es nun soweit, es gibt das Pendant auf der Apple Watch und diese nennt sich Energy Bank. Wie ihr diese Funktion auf die Apple Watch bekommt, was die alles kann, wie gut sie funktioniert und wie sie im Vergleich zu Garmin's Body Battery abschneidet, das erfahrt ihr alles in meinem Video. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. Fangen wir mal beim Original an. Was ist Garmin's Body Battery und wie funktioniert sie? Die Body Battery von Garmin zeigt einem rund um die Uhr das Energielevel an. Im Schlaf, wo sich der Körper erholt, lädt sie sich auf und am Tag, beeinflusst durch Aktivität und Stress, entlädt sie sich wieder. Wenn man wach ist, kann man aber auch durch einen Powernap oder einen entspannten Zustand, wie bei einer Meditation, den Körperakku wieder aufladen. Der Grad der Entspannung ist hierfür ausschlaggebend. Für die Body Battery werden fortwährend Kombinationen aus Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität und Bewegungsdaten analysiert, während man die Uhr trägt. Die Energy Bank ist eine Funktion der App Bevel. Falls ihr euch jetzt fragt, Bevel habe ich eigentlich noch nie gehört. Vor ein paar Wochen habe ich euch die App Superset vorgestellt und vor circa 2 Tagen kam es bei dieser zu einem Rebranding, also Bevel ist gleich Superset. Und genau bei dieser App bekommt man jeden Morgen einen Recovery Score. Dieser ist ein Indikator dafür, wie sehr sich der Körper nachts erholt hat. Das Problem ist aber, dass dieser Score nicht aussagt, wie sich das Ganze im Laufe des Tages verhält. Denn ein Powernap sollte diesen nämlich theoretisch ebenfalls aufladen. Genauso wie eine anstrengende Aktivität hier Einfluss haben sollte. Und genau da kommt jetzt die Energy Bank ins Spiel. Also, wie funktioniert sie? Die Energy Bank basiert auf Stressintensität. Hoher Stress entleert sie schnell, während wenig Stress sie sogar aufladen kann. Stress wiederum wird durch die Analyse von Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität und Bewegungsdaten ermittelt. Aktivitätsstress, der beim Training entsteht, ist hier natürlich ebenfalls ein Faktor. Im Prinzip kann man festhalten, dass sowohl bei Bevel als auch bei Garmin die Berechnungsgrundlage auf den gleichen Daten basiert. Also ich habe die letzte Woche meine Apple Watch Ultra 2 sowie meine Garmin Tactic 7 AMOLED parallel getragen, im Schlaf, bei Aktivitäten untertags, um Body Battery und Energy Bank miteinander zu vergleichen und zu schauen, wie verhalten sich die Graphen, wie weit lädt sich meine Batterie jeweils auf und hier zeige ich euch meine Ergebnisse. Wie gesagt, am Montagmorgen habe ich die Uhren das erste Mal verglichen. Bei Bevel hatte ich 73%, bei Garmin 83%. Der Tag war ein Ruhetag, der nicht besonders viel Energie gekostet hat. Bei Bevel sieht der Verlauf etwas flacher aus, Garmin fällt steiler. Am Ende kann man bei beiden einen leichten Anstieg erkennen. Dienstag war der Tag mit dem größten Unterschied. Bei Bevel habe ich die volle Punktezahl, nämlich 100%, bei Garmin aber auch 86%. Beide Verläufe starten ähnlich wie am Montag. Garmin fällt mehr, aber nach meinem Lauf sehen beide Graphen gleich aus. Am Mittwoch zeigt Bevel bei meiner Energiereserve 91 und Garmin 84% an. Wieder geht es am Vormittag bei Garmin steiler nach unten und auch wieder sehen beide Verläufe nach dem Workout gleich aus. Am Donnerstag war mein Schlaf nicht so berauschend. Bei Bevel gibt es 67, bei Garmin zumindest 78%. Obwohl an diesem Tag die Aufladung unterschiedlich hoch war, ist der Verlauf der Entladungen bei beiden Uhren eigentlich fast identisch. Freitag haben sich beide Speicher ebenfalls gut aufgeladen. Bevel vergibt 81, Garmin 85%. Auch dieser Tag war ein Ruhetag. Vormittags fallen beide Linien steiler nach unten, ab 14.30 Uhr flachen dann beide ab. Am Samstag bekomme ich auf der Apple Watch 80%, auf meiner Tactics 88%. Wieder fällt auf, dass speziell vormittags der Graph bei Garmin etwas schneller fällt. Der restliche Tag sieht aber fast wieder gleich aus. Und Sonntag war der letzte Tag, an dem ich beide Metriken miteinander verglichen habe. Den Tag gestartet bin ich bei Bevel mit 70%, bei Garmin mit 71%.
Hier war die Aufladung am ähnlichsten und auch der Tagesverlauf sieht bei beiden Uhren im Prinzip gleich aus. Der Tag war etwas stressig, man kann das sowohl auf der Apple Watch als auch auf der Tactics erkennen. So eine kleine Ankündigung, ich habe vom Entwickler einen Code bekommen, mit dem man ein Jahr lang die App Bevel gratis nutzen kann. Wer diesen haben möchte, der abonniert bitte meinen Kanal, liked mein Video und schreibt mir dann in die Kommentare, warum er oder sie gerne den Code haben möchte. Der Gewinner wird dann per Zufall gezogen und von mir verständigt. Euch allen viel Glück! So nach einer Woche Nutzen und Vergleichen mit Garmin muss ich sagen, dass das Ganze überraschenderweise sehr gut funktioniert. Natürlich hängt die Höhe der Aufladung immer davon ab, wie die jeweilige Uhr den Schlaf analysiert und interpretiert. Aber der Verlauf ist bei beiden wirklich sehr, sehr ähnlich, beziehungsweise hatte ich das Gefühl, je länger ich die App genutzt habe, desto ähnlicher wurden auch dann die Verläufe. Natürlich wäre es noch schöner, wenn Apple solche Funktionen von Haus aus implementieren würde, aber ich denke, von solchen Fantasien können wir uns verabschieden. Wer aber bereit ist, 60 € im Jahr oder 7 € im Monat zu zahlen, der bekommt mit Bevel nicht nur die Energy Bank, er bekommt auch Recovery- und Belastungsmetriken, Stressmessung, Schlafanalyse, aber auch zum Beispiel Muskelbelastung und vieles mehr. Falls ihr Fragen habt oder die Funktion vielleicht schon selbst getestet habt, dann könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen oder ihr könnt auch in meine Telegram-Gruppe kommen, dann können wir persönlich darüber plaudern. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.